To the people of Germany, I send my deepest concern. Ich bin Michael Jackson und ich möchte euch vier, Familie Wolf aus Meißen, ganz herzlich einladen. Meißen im vergangenen August. In wenigen Stunden verwandeln sich Elbe und Triebisch zu reißenden Wassermassen. Für viele wird die Jahrhundertflut zur Schicksalsflut. Zufällig hält der Nachbar der Familie Wolf diesen Moment mit der Kamera fest. 4 Wochen später begegnen wir Familie Wolf zum ersten Mal in ihrem zerstörten Zuhause. Hier hinten stand der Fernseher, hier stand ein Schrank mit der Uhr hier oben. Daneben stand unser Haustier und dann da vorne bei den Kabeln, da war der Vogel. Und hier hinten waren alles Couch und so. Und da hinten standen Fische, die sind vom Wasser erstickt, weil das war so hoch, da konnten wir nicht viel retten. Und die Spüle, die bei uns war, die ist auch kaputt. Und hier unten standen, an den Schränken hier unten, da waren alles von meinem Vati und von meiner Mutti, da waren die Papiere drin und sowas. Familie Wolf ist nach Dresden eingeladen. Weshalb, wissen sie noch nicht. Als Dankeschön für alle Fluthelfer hat das MDR-Landesfunkhaus Sachsen auf dem Theaterplatz eine große Benefizgala organisiert. Von der Katastrophe hat man sogar in Amerika gehört. To the people of Germany, I send my deepest Den Menschen in concern. Deutschland sende ich mein tiefstes und aufrichtigstes Mitgefühl. Ihr seid nicht allein. Ich bin in Gedanken bei euch und ihr seid in meinen Gebeten. Habt Hoffnung und die Gewissheit, dass dieses schlimme Unglück vorbeigeht. All meine Liebe und Sorge gelten euch. In the fact that this too shall pass. All my love and caring, I love you forever. Thank you. Er hat uns nicht nur diese Botschaft... Michael Jackson möchte helfen und neue Hoffnung schenken. Dafür versteigert er nicht nur seine CDs, er will die schlimmen Erlebnisse gegen schönere austauschen. Was diese Aktion mit ihrer Familie zu tun hat, ahnen die Wolfs auch jetzt noch nicht. Ihr Haus ist ja auch mit abgesoffen, ich sag's mal so, Sie haben viel verloren zu Hause. Und wir möchten ganz gern, dass Sie mal ein paar Tage Gelegenheit haben zu entspannen. Einfach mal etwas anderes zu erleben. Und wissen Sie was wir jetzt hier haben, ihr zwei? Ich kenne eure musikalischen Vorlieben nicht, aber hier heißt es, ich bin Michael Jackson und ich möchte euch vier, Familie Wolf aus Meißen, ganz herzlich nach Las Vegas einladen und... Und das, was nur ganz wenige bisher geschafft haben, Michael Jackson höchst selbst wird euch vier begrüßen. Per Handschlag. Hey! Okay? Ja, okay. Ich kann es nicht fassen. Ich möchte allen danken, die uns geholfen haben und die am Elbufer und bei den Nebenflüssen geholfen haben. Alle Helfer. Es ist Wahnsinn. Dankeschön. Heiko Wolf ist überwältigt. Der Albtraum der Flut soll in einer Traumreise enden. Als Lichtmeister im Meißner Theater ist es Papa Wolf gewohnt, auf unvorhersehbare Situationen flexibel zu reagieren. Doch diese Nachricht war selbst für ihn zu viel. Es hat vielleicht 14 Tage, 3 Wochen gedauert, ehe sich das Ganze gesetzt hatte und man wirklich sagen konnte, wir fahren dorthin. Wir fahren nach, die Einladung stand ja für Las Vegas an sich oder Los Angeles. Die Neverland Ranch kam später dazu und wir haben diese Chance genutzt auf die Neverland Ranch, weil die Chance gibt es nicht wieder. Und da würde ich sagen, es waren ungefähr 14 Tage, 3 Wochen nachdem wir in Dresden waren und ehe wir es richtig realisiert hatten. Das klappt eh nicht. Das ist eh nur ein ausgebuffter Werbegag. Solche Stimmen sollte Familie Wolf in den kommenden Wochen noch oft hören. Sie selbst hatten zwar ein signiertes Fax von Michael Jackson mit der Einladung in der Hand, aber mehr auch nicht.
Ende November kommt Jackson zur Bambi-Verleihung für ein paar Tage in die deutsche Hauptstadt. Und allen Zweiflern zum Trotz will er sich für Familie Wolf Zeit nehmen. Einen festen Termin gibt es zwar noch nicht. Die Meißner bummeln durch Berlin und hoffen, dass es irgendwann im Laufe des Tages einen Anruf geben wird. Gemischte Gefühle bei den Vieren. Auf dem Weg zum Berliner Hotel Adlon haben sie nicht die geringste Ahnung, was sie dort erwartet. Wo Jackson auftaucht, macht sich ein Chaos breit. Fans aus aller Welt, Journalisten, Fotografen, Kamerateams, alle versuchen, einen Blick auf den Künstler zu erhaschen. In Berlin war ich noch ziemlich aufgeregt, aber jetzt geht's. Also ich war wirklich überhaupt nie aufgeregt, gar nichts. Also habe ich selbst gestaunt. Aber was mich halt gestört hat, war vor allen Dingen in Berlin diese Presse. Also sehen Sie nur Jackson, sehen Sie ihn nur nie. Und also wir wussten das ja damals selbst nie. Wir haben uns ja dann, oder ich habe mir dann immer die Zeitung gekauft, nachdem ich in Dresden war und ich gewusst habe, dass ich mit meiner Familie zu Jackson fliegen darf oder ihn sehen kann. Und dann interessiert man sich halt dafür, wie er wirklich aussieht. Und da war schon ziemliche Horrorgeschichten, standen dort schon drin. Und da hatte ich dann schon ein bisschen Panik gehabt. Aber wo ich ihn dann wirklich gesehen habe, dann total, also so wie wir, wirklich ganz normal, ist wirklich ganz normal. Well, but look at his actions. He's still having sleepovers with little boys, having them in his... Das sehen die meisten anders, obwohl die wenigsten Michael Jackson persönlich kennen. Gerüchte und Gerichtsprozesse werden zu Skandalen, die weltweit Schlagzeilen machen. Jackson polarisiert, wo er auftaucht, was er auch tut. Die Medien stürzen sich auf ihn. Wie soll Familie Wolf mit dieser Situation umgehen? Das konnten sie nicht ahnen. Über Nacht wird Familie Wolf aus Meißen Teil dieser gigantischen Medienmaschinerie. Wir stehen jetzt hier vor und die Massen kreischen und du weißt, du wirst jetzt gleich da hoch mit deinen Kindern. Steigert das nochmal so Nervosität? Auf jeden Fall, ja. Steigert auf jeden Fall die Nervosität, muss ich ganz ehrlich sagen. Was geht jetzt so in dir vor? Aufgeregt. Puls rast wahnsinnig und das Herz klopft total. Also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen. Also ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin aufgekratzt und aufgekieselt. Und, wisst ihr schon, was ihr nachher euren Freunden erzählt? Ja, jede Menge über Michael Jackson. Na, die werden mich gleich überstürzen. Was ist passiert? Was passiert? Ich weiß auch nicht, was so passiert. Da sag ich einfach, ach, da kann man nur so. Also ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Mit mulmigem Bauchgefühl und ziemlich weichen Knien gehen sie in das Berliner Luxushotel. Plötzlich herrscht Ruhe, denn nur wer ein Zimmer gemietet oder einen wichtigen Termin hat, darf passieren. In der 4. Etage bewohnt der Künstler die Präsidentensuite. Gleich wird es ernst für die Wolfs. Der King of Pop bittet in sein Gemach. An einen Werbegag glauben Heiko und Susanne jetzt nicht mehr. Das Englisch reicht noch nicht, um sich ohne Übersetzer zu unterhalten. Wir sind sehr aufgeregt und nervös, hier zu sein, sagen die Wolfs. Es ist eine unheimlich aufregende Erfahrung für uns. Wir waren noch nie zuvor in Amerika und freuen uns sehr über die Einladung. Dennoch lässt es sich Heiko nicht nehmen, eigene Worte an den Superstar zu richten. Mr. Jackson, recht herzlichen Dank. Danke. Und wir sehen uns in Amerika. Thank you very much. Ja? Okay. Nach vielen Thank Yous und ebenso vielen Autogrammen ist die Begegnung vorbei. Insgesamt 20 Minuten haben sich die Meißner mit dem Künstler unterhalten. Besonders interessant fand Jackson Fotos vom Flutenschicksal der Semperoper. Das durften wir aber leider nicht filmen. Denn seine Kinder Prince und Paris waren die ganze Zeit dabei. Und das bedeutet grundsätzlich keine Kamera. Eine Erfahrung, die wir auch in den nächsten Monaten noch einige Male machen werden. Für die Wolfs jedoch kein Problem. Das persönliche Erleben ist viel eindrucksvoller. Und Michael Jackson, der sieht gar nicht so schlimm aus, wie manche sagen. Ja. Der sieht genauso wie ein richtiger Mensch aus. Ja. Die Nase sieht gar nicht so lang aus, wie manche sagen.
dass er halt als großer Star das alles mitbekommen hat oder sich wirklich auch drum gekümmert oder sich interessiert hat dafür, wie das eigentlich wirklich bei uns in Deutschland mit dieser Flutkatastrophe war. Und das fand ich irgendwie beeindruckend, weil er hat ja bestimmt auch andere Sorgen und da muss man sich ja nicht unbedingt noch darum kümmern, aber auch wo wir ihm das Buch gezeigt haben, dann hat er immer oh Gott gesagt und also er hat sich das wirklich auch bestimmt nie so vorstellen können, wie das wirklich war und das fand ich schon echt eine starke Leistung. Endlich, der Traum wird wahr. 10 Monate nach der großen Benefizgala sind die Wolfs tatsächlich in Los Angeles. Bis zu diesem ersten Sonnenbad waren sie über 20 Stunden unterwegs. Denn bei der Einreise hielt der Zöllner das Ziel der Familie für einen deutschen Scherz. Erst das persönliche Einladungsschreiben von Michael half über die bürokratischen Hürden. Da war der Anschlussflieger allerdings schon ohne die Wolfs gestartet. Saskia tobt ausgelassen am Strand von Malibu. Sie mag es sportlich. Die kleine Blase, die sie sich dabei einfängt, wird später auf der Neverland Ranch eine große Rolle spielen. Das Management verordnet den 4 Meißnern einen Tag Erholung, bevor sie zum King of Pop weiterreisen. Die Wolfs genießen es. Am Anfang ja, aber dann was hast du? Ja. Wie weit bist du denn gekommen? Bis hinter und bis rüber wieder. Was, wieder zurück? Ja. Die letzten Stunden in Los Angeles. Zeit genug, sich immer wieder vorzustellen, wie es wohl bei Michael Jackson zu Hause aussehen wird. Am nächsten Morgen wird die Familie von Michaels Management abgeholt. Mit dabei Jesus, der Hausverwalter. Er ist schon länger auf der Ranch als der Künstler selbst und lässt es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich zu fahren. Für die Begrüßung haben die Wolfs extra ein paar Brocken Englisch gelernt. Standesgemäß soll es in Michaels privater XXL Stretch Limo Richtung Neverland gehen. 10 Meter lang und Entertainment pur. Auf 7 Monitoren läuft Spider-Man, Jacksons derzeitiger Lieblingsfilm. Für mich war das irgendwie das Größte mit, weil ich habe das immer bloß so in Zeitungen gesehen oder so, aber dort mal wirklich live drin zu sitzen und auch zu wissen, dass dort Jackson gesessen hat, das ist irgendwie, also für mich ist das was Besonderes. Also das ist wirklich für mich was Besonderes und ja, weil das ist wirklich, das hast du halt nicht alle Tage. Was Jackson gefällt, muss Sabrina nicht unbedingt gefallen. Sie findet den Spider-Man unheimlich. Papa Heiko kriegt davon nichts mit und filmt fleißig für die Daheimgebliebenen. Alles soll zur Erinnerung dokumentiert werden. 3 Stunden geht es durch die kalifornische Wüste. Am einzigen Drive-In auf dem Weg zur Neverland Ranch freuen sich Saskia und Sabrina über die kleine Rast und der Manager erzählt, dass hier sogar Michael Jackson ab und an zu Gast ist. Allerdings geht er normalerweise nicht selber rein. Fliegt zwar auch, dann fliegt er auch noch mit. Süßsauer. Saskia und Sabrina sind sich einig, das Menü mit dem tollen Spielzeug muss es sein. Noch ein schneller Spaß für unsere deutsche Kamera und weiter geht's Richtung Neverland. Die beiden Meißner Kids finden das Luxusgefährt richtig klasse. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis Los Olivos. Ein rausgeputztes Westernstädtchen im Süden von Kalifornien. Hier am Rande der 10.000 Seelengemeinde lebt der King of Pop seit über 15 Jahren. Wie kam es überhaupt dazu, dass Michael Jackson ausgerechnet hier heimisch wurde? Während den Dreharbeiten zu einem Videoclip verliebte er sich in die Landschaft. Ein Zufall, dass hier kurze Zeit später eine Ranch zum Verkauf stand. Nur über einen 3 Kilometer langen Privatweg, den wir aus Sicherheitsgründen nicht filmen durften, erreichen wir sein sagenumwobenes Anwesen. In diesem Augenblick sind Meißen, die Flut und ihre schlimmen Folgen vergessen. Neverland,
Das Reich der Fantasie öffnet seine Tore für Familie Wolf und unsere Kamera. Nur ganz selten dürfen fremde Kamerateams auf der Neverland Ranch arbeiten. Wir sind das 3. Team überhaupt. Neverland ist, kann man nie beschreiben. Das ist ein Land für sich, Niemandsland, das ist wirklich so. Also ich begreife es sicherlich erst in einem halben Jahr, was ich dort eigentlich erlebt habe, weil ich brauche immer etwas länger, bis ich das alles so verarbeitet habe. Und es ist wirklich, du kommst dort rein und du bist in einer ganz anderen Welt. Es gibt überall Eis, Popcorn, also es ist wirklich Wahnsinn. Die Wolfs können sich überall frei bewegen. Für unsere Kamera sieht das anders aus. Für uns ist hier leider Schluss. Es war viel Zeit, die verstrichen ist, wo viele Termine waren, die von unserer Seite oder vom Management nicht gehalten werden konnten. Jetzt sind wir hier gewesen und es ist überwältigendes Gefühl, sich dort frei bewegen zu können in Wohnbereich, wo sonst nur an sich Michael Jackson sich bewegt. Und ich muss sagen, es ist sehr schön. Hier existiert keine Zeit. Zwar gibt es überall Uhren, doch jede geht anders. Auf dem Weg zum Neverland Bahnhof grüßen überall Peter-Pan-Figuren. Wie erklärte der doch noch gleich den Weg ins Nimmerland? Ganz einfach. Am 2. Stern rechts vorbeifliegen und dann weiter geradeaus bis in die Morgendämmerung. Mit dem Neverland Express geht es zur Erkundungsfahrt über die ganze Ranch. Ein Zug ganz für sie alleine. Die Wolfs sind beeindruckt. Michael Jacksons Anwesen ist mit 2700 Hektar fast so groß wie ganz Meißen. Anders als ursprünglich geplant, kann Michael Jackson die Familie heute nicht begleiten. Er musste bereits am frühen Morgen nach Los Angeles zur Trauerfeier von Hollywood-Legende Gregory Peck. Michael Jackson möchte seinem engen Freund die letzte Ehre erweisen. Die Familie hat dafür Verständnis. Dennoch hoffen die Wolfs, ihren Gastgeber noch einmal auf der Ranch zu treffen, besonders Saskia und Sabrina. Sie würden gern noch ein zweites Mal mit Michaels Kindern über Neverland tollen. Naja, wir hatten die ja schon in Berlin gesehen und da waren die uns noch gar nicht so vertraut. Und jetzt, am Montag, war das auf einmal Freundschaft. Also ich und Paris, wir waren so gute Freunde, sie hat sich sogar wie eine Mutti um mich gesorgt. Ja, aber ihr seid auf Autoscooter gefahren? Ja. Sie hat hier eine Blase und da hast du dann geguckt heute, ob das wieder alles heile ist. Und Autoscooter sind wir auch zusammen gefahren. Bienchen mit einer Freundin. Der Prinz Michael, der Kleinere, ist mit hier so einem Bodyguard gefahren, also so ein Aufpasser. Und ich bin dann mit der Pervis gefahren. Und dann hatte die Kopfschmerzen. Und dann habe ich immer versucht auszuweichen, weil der Michael immer hier so dran. Die Entscheidung fällt schwer. Überall gibt es so viel zu entdecken. Eine luxuriöse Attraktion neben der anderen. Und das Tollste? Kein Anstehen, keine Wartezeiten. Karussellfahren, bis einem schwindlig wird. Ein ganzer Vergnügungspark direkt vor der Haustür und ganz für die Wolfs allein. Auf Neverland gibt es keine Vorschriften. Selbst die strengsten Mutterregeln werden hier schnell außer Kraft gesetzt. Ich wollte immer meine Kinder bremsen, aber keine Chance gehabt, weil die sind auch dann relativ alleine dann über die Ranch gelaufen oder gefahren und
dann habe ich das sowieso dann nicht mehr mitgekriegt, was sie gegessen haben. Aber es war okay. Ich habe gesagt, das ist einmalig und warum sollen sie das nicht machen? Ganz Neverland ist voller Musik. Die Hits des King of Pop. Ein Streifzug durch die Musikgeschichte. Obwohl die Wolves gerade die Nachricht erreicht hat, dass Jackson in Los Angeles bleibt, um direkt ins Tonstudio zu gehen, ist die Stimmung weiter gut. Sie dürfen trotzdem bleiben und sein Zuhause in vollen Zügen genießen. Das schönste Geschenk für den Gastgeber: die Wolves fühlen sich sichtlich wohl. Er lebt schön dort und mir gefällt das auch wirklich alles, auch so seine Einrichtung und so. Das ist eigentlich gar nicht so, wie das angeblich immer so erzählt wird, das ist alles so über... Klar, es ist halt irgendwo ein bisschen außergewöhnlich, aber es ist jetzt nicht zu außergewöhnlich, wie er jetzt wohnt oder sein Privathaus. Und ich weiß nicht, also... Da habt ihr mit ihm auch gegessen, ne? Oder zumindest mit den Kindern? Mit den Kindern, ja, haben die Kinder, also meine Kinder haben mit seinen Kindern gegessen und es war super. Also im Prinzip Prinz und Paris, die haben immer schön geschnattert beim Essen und unsere dann natürlich auch, das ist ja klar. Und ich weiß nicht, wie viel sie überhaupt gegessen haben, ob sie überhaupt irgendwas gegessen haben. Die haben sich, glaube ich, mehr unterhalten, aber es war okay. Mit Händen und Füßen. Ja, also Händen und Füßen. Prinz Michael, der hat immer erzählt. Und der hat auch ein bisschen mit den Fingern so gezeigt. Und ich habe dann immer gefragt, was hat er denn gesagt? Und also ich habe einfach immer okay und ja so no gesagt, aber nur was ich verstanden habe. An diese Bilder werden sich die Sachsen für den Rest ihres Lebens erinnern. Über 70 Bedienstete, davon allein 40 Gärtner, sorgen dafür, dass die Ranch ihren Zauber versprühen kann. Neverland, ein Traum nicht nur für Kinder. Ich wusste wirklich nicht, welcher Tag heute war und also man lebt dort wirklich irgendwie sein eigenes Leben. Also da braucht man wirklich keinen Wecker und keine Uhr. Das geht irgendwie alles, wenn die Sonne aufgeht, da steht man auf, egal wie zeitig oder wie spät das ist. Und abends, wenn dann die Sonne halt oder wenn es dann dunkel wird, dann gehst du halt ins Bett. Das ist wirklich, also ich habe dort wirklich alles vergessen und es tat mir gut. Doch. Den sehe ich nicht. Die Kinder werden das Ganze erst in mehreren Jahren richtig verarbeiten können. Für die war das eine Reise in eine wunderschöne Welt. Und in 3, 4, 5 Jahren, wenn sie älter sind, dann werden die das ganz richtig begreifen, was sie dort erlebt haben, was sie erleben durften. Und dann wird das ganz interessant für die sein, diese Filmaufnahmen und auch Fotos, die wir machen konnten, zu sehen und zu zeigen, wir waren dort und wir haben mit den Leuten Kontakt gehabt, gespielt. Und vielleicht ergibt sich auch weiterhin noch irgendwelcher Kontakt. Die Wolves werden wieder ins reale Leben entlassen. Nach 3 Tagen heißt es Abschied nehmen. Es geht zurück nach Los Angeles. Hier sollen sie auch Michael zum vorerst letzten Mal treffen. Letzte Vorbereitungen der Familie Wolf auf dem Hollywood Boulevard. Der Manager
Manager von Michael Jackson telefoniert pausenlos und versucht herauszubekommen, ob sein Schützling Zeit hat. Die Sachsen bleiben cool, cooler als erwartet. Sie sollen gleich Jackson treffen. Und was interessiert? Fachsimpeln über Trockenbau. Gipskarton. Also von innen dann Gipskarton und von außen eben dann irgendwas anderes davor geblendet. Aber wie wir innen Gipskarton bauen, bauen die hier Trockenbau. Im Tonstudio angekommen, müssen die Wolves wieder etwas warten. Um die Zeit zu verkürzen, gibt es die neuesten Bilder von Jackson aus Indiana. Ein komisches Gefühl für Saskia und Papa Heiko, ihren Gastgeber, mit dem sie vorgestern noch zu Abend gegessen haben, auf einmal wieder im Fernsehen zu sehen. Saskia bereitet kleine Zettelchen vor, die sie Michael gleich geben will, damit er die Namen auf den Autogrammen auch richtig schreibt. Die Erinnerungst-T-Shirts haben die beiden Meißner Kids schon von ihrem Gastgeber geschenkt bekommen. Bevor es zum großen Verabschiedungs-Countdown geht, gibt es noch eine kleine Stärkung. Was gibt es eigentlich zum Frühstück bei Michael Jackson zu Hause auf Neverland? Hat's geschmeckt? Die haben ganz normal deutsch gefrühstückt, Toast, Butter und Kaffee. Aha. Natürlich, deutscher Kaffee ist was anderes als der hier getrunken wurde. Aber es hat geschmeckt und wir wurden individuell betreut. Und da klappte das schon gut. Von Nervosität keine Spur. Die Verabschiedung ist herzlich. Nicht nur die Sachsen, auch der Superstar hat seine anfängliche Scheu verloren. Heiko ergreift das Wort. Mr. Jackson, wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken bei Ihnen für das Kommen hier zu Ihnen nach Neverland und zu Ihnen persönlich nach Hause. Und wir können nur hoffen, dass weiterhin Ihre Karriere so schön bleibt und weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Der Übersetzer hilft Susanne mit den noch fehlenden Worten. Super, ganz toll. Ich finde es echt super. Vielen Dank. Echt klasse, wie Sie sich für die Children's einsetzen. Super. Thank you. Ich liebe es so sehr, Gutes zu tun. Ich möchte noch viel mehr tun als das. Es ist meine Mission. Der Abschied fällt nicht nur Sabrina und Saskia schwer. Am liebsten würden die Wolves diesen Moment für immer festhalten. Für eine kurze Zeit haben sie tatsächlich alles vergessen und hinter sich gelassen. Und den Zauber von Neverland werden sie für immer in ihren Herzen tragen. Am Ende dieser Viertelstunde gestaltet der Künstler noch schnell ein paar Schuhe für die Charity-Aktion zugunsten von Peter Maffeis Tabaluga-Stiftung. Für die 4 Meißner sind die Traumferien wie im Flug vergangen. Und für unsere Kamera ist die Geschichte hier zu Ende. Die Wolves bleiben noch ein paar Tage in Amerika. Und Pläne gibt es auch schon. Schlafen und nochmal schlafen. Und schwimmen gehen im Meer. Genau, und dann gucken wir uns vielleicht nochmal Hollywood an. Und also war jetzt das Moment im fahren Karussell, genau. Und ja, und müssen das jetzt erstmal alles verarbeiten, ne? 3 Tage auf Neverland, ne? Wir haben die Zeit total vergessen. Wir wussten gar nicht mehr, welcher Tag heute war, ne? So kann man alles vergessen. War aber schön. Ja! Okay.